We have got 5 customers this year, and I must apologize. No reindeers. They've been put in quarantine. In der Welt des Königshauses ist Geheimhaltung Teil des Überlebens. Aber was, wenn selbst die bestbewachten Räume nicht so privat sind, wie sie scheinen? Es sind Berichte aufgetaucht, in denen behauptet wird, dass das FBI an einer vertraulichen Operation im Zusammenhang mit Camilla, Queen Consort, beteiligt war, und was sie in ihrem persönlichen Schlafzimmer entdeckt haben, hat alle verblüfft. Sind Sie der Meinung, dass die Mitglieder der königlichen Familie volle Privatsphäre genießen sollten, auch vor den Strafverfolgungsbehörden? 1 für Ja oder 0 für Nein. Wir möchten Ihre Meinung hören. Welche Entdeckung könnte also so brisant sein, dass sie die Grundfesten der königlichen Familie erschüttern könnte? Seien Sie dabei, wenn wir die schockierende Entdeckung des FBI im Schlafzimmer von Königin Camilla aufklären. Die letzten Stunden von Prinzessin Diana. Am Abend des 30. August 1997 war es soweit. Obwohl Paris äußerlich ruhig und von einem Sternenhimmel bedeckt war, hatte man das Gefühl, dass etwas in der Luft lag. Prinzessin Diana und ihr Begleiter Dodi Fayed befanden sich im opulenten Hotel Ritz in einem Zustand, der nichts mit Ruhe zu tun hatte. Die Kameras verfolgten jeden ihrer Schritte und sie versuchten, sich der großen Aufmerksamkeit zu entziehen, die ihnen zuteil wurde. Die beiden wünschten sich nichts sehnlicher als ein wenig Ruhe. Weg von den grellen Kameras und der schreienden Menge, die ihnen auf Schritt und Tritt folgte. Trevor Rees-Jones, der als ihr Sicherheitsmann fungierte, begleitete sie, als sie das Hotel durch einen Hintereingang verließen, in der Hoffnung, nicht entdeckt zu werden. Ein glänzender schwarzer Mercedes-Benz 288 wartete auf sie und sie stiegen ein, in der Hoffnung, eine kurze, ruhige Fahrt zu haben, die ihnen eine Pause vom Rampenlicht verschaffen würde. Sie waren sich jedoch nicht bewusst, dass der Fahrer des Fahrzeugs, Henry Paul, nicht in der Lage war, ein Fahrzeug sicher zu führen. Bei einer späteren Untersuchung stellte sich heraus, dass Henri getrunken und außerdem verschreibungspflichtige Medikamente eingenommen hatte, was ihn rechtlich gesehen zum Führen eines Kraftfahrzeugs unfähig machte. Die Tatsache, dass er schwer beeinträchtigt war, obwohl er ruhig zu sein schien, war eine Tatsache, die bald schreckliche Folgen haben sollte. Zeugen bemerkten, dass mit dem Auto etwas nicht stimmte, als es durch die Straßen von Paris raste. Das Auto fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit und wechselte ständig die Fahrspur. Die Reise, die eigentlich eine ganz normale sein sollte, verwandelte sich bald in ein erschütterndes Rennen. Das verheerende Ereignis ereignete sich am 31. August 1997, kurz nach Mitternacht. Der Mercedes beschädigte einen der Betonpfeiler des Pont de l'Alma-Tunnels schwer, als er mit diesem zusammenstieß. Ein schrecklicher Anblick, der zeigt, wie schnell die Dinge schiefgelaufen sind. Das Auto wurde bei dem Unfall bis zur Unkenntlichkeit verformt und zerquetscht, sodass es nicht mehr zu erkennen war. Mehrere Feuerwehrleute, darunter Xavier Gouromelin, gehörten zu den ersten, die an der Unfallstelle eintrafen. Als sie eintrafen, sahen sie Aufruhr, Schäden, Trümmer und schwer verletzte Personen. Trotz des Chaos war Prinzessin Diana noch am Leben, obwohl sie schwere Verletzungen erlitten hatte. Xavier konnte jedoch ihre Stimme auffangen, auch wenn sie kaum mehr als ein Flüstern zu hören war. Zu diesem Zeitpunkt kannte er ihre Identität noch nicht. Nachdem einige Zeit vergangen war, wurden diese sanften Kommentare schließlich zu einem Teil der traurigen Geschichte, an die sich die ganze Welt für immer erinnern würde. In dem Versuch, ihr Leben zu retten, leisteten die Sanitäter Schwerstarbeit. Sie war auf dem Weg ins Krankenhaus Pitié-Salpêtrière, als sie während des Transports im Tunnel plötzlich einen Herzstillstand erlitt. Krankenschwestern und Ärzte arbeiteten hart daran, ihr Herz in Gang zu halten. Ankunft um ca. 2:01 Uhr eintrafen, begannen die Mediziner sofort mit der Notfallversorgung. Diana litt unter schweren Schäden an ihren inneren Organen. Sowohl ihr Herz als auch ihre Lunge
waren erheblich geschädigt. Um die Blutung zu stoppen und die Pumpleistung des Herzens wiederherzustellen, führte das medizinische Personal eine Thorakotomie durch, einen gefährlichen chirurgischen Eingriff. Allerdings waren die Schäden zu groß. Das Perikard, die dünne Schutzhülle des Herzens, wies eine der schlimmsten Verletzungen auf. Es war ein Riss darin. Dieser Zustand erschwerte die normale Funktion ihres Herzens erheblich. Nachdem man erkannt hatte, wie ernst ihre Lage war, beschloss das Krankenhaus, Professor Alain Pavier hinzuzuziehen, der als einer der besten Herzchirurgen Frankreichs gilt. In Zusammenarbeit mit Dr. Monsef Daman alle nur denkbaren Maßnahmen ergriffen. Sie entdeckten einen Riss in einer der Venen in der Nähe ihres Herzens und versuchten, ihn zu heilen. Doch ungeachtet der getroffenen Maßnahmen waren Dianas Verletzungen einfach zu schwer. Nach mehr als einer Stunde setzte die Crew alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente und Methoden ein. Um ihr Herz wieder in Gang zu bringen, verabreichten sie ihr mehrere Elektroschocks. Doch es nützte nichts. Um 4 Uhr morgens, nach zermürbenden Bemühungen um ihre Rettung, waren die Ärzte gezwungen, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein. Prinzessin Diana hatte die Welt verlassen. Sofort wurde es still im Krankenzimmer. Die Mediziner, die sich sehr angestrengt hatten, standen in stiller Traurigkeit, überwältigt von der Trauer über ihren Verlust. Die Welt stand kurz davor, die Nachricht zu erfahren. Die Millionen von Herzen brechen würde, und es würde hinter diesen Toren geschehen. Diana verkörperte viele Aspekte einer Prinzessin. Sie war ein Symbol für Mitgefühl, Optimismus und guten Willen in der Welt. Ihr vorzeitiges Ableben hat den ganzen Planeten erschüttert. Menschen auf der ganzen Welt, auf allen Kontinenten und in allen Ländern trauerten. Tränen, Blumen und Kerzen wurden auf den Straßen verstreut. Aber wie konnte so etwas passieren? Steckt mehr dahinter? Schauen wir uns das genauer an. Gerüchte und Verschwörungen über Dianas Tod. Obwohl medizinische Experten und Rettungskräfte verzweifelt um die Rettung von Prinzessin Diana kämpften, kamen fast unmittelbar nach ihrem Tod Skepsis und verrückte Hypothesen auf. Diese Theorien werfen einen düsteren Schatten auf die schrecklichen Ereignisse jener Nacht, die noch lange in Erinnerung bleiben werden. Mohammed Al-Fayed, der Vater von Dodi Fayed, war die Quelle für einen großen Teil dieser Vermutungen. Er war der festen Überzeugung, dass der Absturz mehr als nur ein Unfall gewesen sein muss. Er war sich sicher, dass die britische Regierung einen Anschlag auf amerikanisches Territorium geplant hatte. Seiner Meinung nach waren sowohl sein Sohn als auch Diana das Ziel eines gezielten Angriffs. Und er zögerte nicht, die britische Regierung offen zu beschuldigen, für alles verantwortlich zu sein. Was geschah? Ein Moment der Trauer verwandelte sich durch seine kontroversen Worte in einen Tornado des Misstrauens, der die Eskalation noch verschlimmerte. Doch damit war der Streit noch nicht zu Ende. Diejenigen, die so eifrig an der Rettung Dianas gearbeitet haben, einschließlich der Ärzte und anderer medizinischer Fachkräfte, wurden sogar in die Diskussion einbezogen. An diesem Abend erfuhr Dr. Monsef Daman, der für das medizinische Team verantwortlich war, fest, dass seine Aktivitäten genauestens unter die Lupe genommen wurden. Die Nachfrage nach einer Erklärung für die Geschehnisse nahm zu und die Verschwörungstheorien wurden immer komplizierter. Als Reaktion auf die wachsende Zahl von Fragen und Hypothesen beschlossen die Behörden im Vereinigten Königreich, eine umfassende Untersuchung einzuleiten. Anfang der 2000 Jahre wurde die Angelegenheit als Operation Paget bezeichnet und Lord John Stevens, der zuvor Chef der Metropolitan Police gewesen war, wurde mit der Leitung beauftragt. Ein einfaches, aber wesentliches Ziel stand im Mittelpunkt der Untersuchung. Es ist notwendig, eine Untersuchung der Umstände des Zusammenstoßes durchzuführen und die sich entwickelnden Behauptungen über eine Vertuschung von Dianas medizinischer Behandlung zu untersuchen, um die Wahrheit über die tatsächlichen Ereignisse an diesem Abend herauszufinden. Die Untersuchung wurde sehr detailliert durchgeführt. Einer der bekanntesten forensischen Pathologen des Vereinigten Königreichs arbeitete eng
mit Lord Stevens zusammen, der jedes einzelne Detail akribisch untersuchte. Sie untersuchten die Aussagen der Zeugen, untersuchten den Unfallort und prüften die medizinischen Daten. Außerdem hatten Dr. Daman und seine Kollegen die Gelegenheit, die Möglichkeit, die von ihnen getroffenen Maßnahmen zu rechtfertigen. Sie zeigten sich bei den Ermittlungen sehr kooperativ und blieben standhaft in ihrer Entschlossenheit, Dianas Leben an diesem Abend zu retten. Die Veröffentlichung der Fakten setzte den kursierenden Verschwörungstheorien schließlich ein Ende. Einem Bericht der Daily Mail zufolge lobte Lord Stevens das medizinische Personal für seine Professionalität und seine Erfahrung im Umgang mit einer äußerst schwierigen Situation. Er betonte, dass sie alle notwendigen Schritte unternommen hätten, um Diana zu retten. Das Fazit der Untersuchung war unmissverständlich. Es gab keine Beweise für Fehlverhalten und keine anderen Maßnahmen hätten das traurige Ergebnis ändern können. Die Operation Payet brachte die dringend benötigte Klarheit, beantwortete alle offenen Fragen und wies die unbegründeten Behauptungen zurück. Sie hat nicht nur gezeigt, dass Dianas Tod unvermeidlich war, sondern auch, dass das Ärzteteam ehrlich und engagiert gearbeitet hat. Während Menschen auf der ganzen Welt ihre Trauer über den Tod von Prinzessin Diana zum Ausdruck brachten, tauchten immer mehr Enthüllungen aus ihrem privaten Tagebuch auf. Besteht die Möglichkeit, dass das Tagebuch eine bahnbrechende Enthüllung enthält? Finden wir es heraus. Prinzessin Dianas Tagebuch und emotionale Kämpfe. Obwohl sie von der Öffentlichkeit für ihre Großzügigkeit, ihre Eleganz und ihr Engagement für wohltätige Zwecke bewundert wurde, deuteten ihre privaten Aufzeichnungen darauf hin, dass sie mit starken emotionalen Ängsten, Gedanken an Verrat und Gefühlen der Einsamkeit zu kämpfen hatte. Das Federal Bureau of Investigation entdeckte diese Tagebucheinträge in Camillas Schlafzimmer und sie gewährten einen überraschenden Einblick in die persönlichen Kämpfe, die sie erlebte, obwohl sie das polierte und makellose Image pflegte, das man von einer Prinzessin erwartet. Dianas Tagebuch dient als Fenster in ihre innere Welt und beleuchtet vor allem den Schmerz, der durch die andauernde Romanze ihres Mannes mit Camilla Parker Bowles verursacht wurde. Ich fühle mich, als würde ich in ihrem Schatten leben, sagte Diana und drückte damit ihre Gefühle der Unzulänglichkeit und des Verrats aus. Sie tat dies, indem sie ihre Gedanken in ihren Worten ausdrückte. Ich kann ihn anscheinend nicht davon abhalten, zu ihr zurückzukehren. Egal, was ich tue. Ich werde nie ausreichend sein. Charles' Handeln hat Caroline zutiefst getroffen. Eine Entdeckung, die ihr das Herz bricht. Infolgedessen begann sie, ihren Wert und ihre Stellung in seinem Leben in Frage zu stellen. Dianas Angst und Wut nahmen zu, als der Vorfall allgemein bekannt und für die Öffentlichkeit unbestreitbar wurde. Sie fühlte sich in einer lieblosen Ehe gefangen, gezwungen durch die königliche Pflicht, ein öffentliches Image zu bewahren, und ihr Tagebuch hielt Momente des Schmerzes fest. Ihr Tagebuch hielt aber auch Momente des Glücks fest. In einem besonders emotionalen Beitrag drückte sie ihre Gefühle aus, indem sie schrieb: Ich ersticke in diesem Leben. Jeder erwartet, dass ich einfach lächle und winke, aber innerlich bin ich am Boden zerstört. Wie soll ich so tun, als sei alles in Ordnung, wenn mein Ehepartner in eine andere verliebt ist? Dianas psychische Gesundheit wurde durch mehr als nur ihr emotionales Leid beeinträchtigt. Die Herausforderungen, die sie mit Depressionen, Bulimie und sogar mit dem Gedanken, ihrem Leben ein Ende zu setzen hatte, wurden auf offene und ehrliche Weise dokumentiert. In ihren Werken erzählt sie die Geschichte einer Frau, die selbst in ihren schwersten Zeiten das Gefühl hatte, isoliert zu sein, einsam zu sein und keine Unterstützung zu haben. In einer besonders erschütternden Passage wird Diana gezeigt, wie sie oben auf der Treppe des Kensington Palastes steht und über die Möglichkeit nachdenkt, dem schrecklichen Leid, das sie erlebt, zu entkommen. Sie erklärte und legte damit die unergründliche Tiefe ihrer Qualen offen, dass sie in Erwägung gezogen habe, einfach alles loszulassen.
Die ständige Belastung und psychische Erschütterung, die sie erlebte, führte dazu, dass sie eine Essstörung namens Bulimie entwickelte, um damit fertig zu werden. Obwohl alles andere um sie herum zusammenzubrechen schien, gab sie zu, dass dies das Einzige war, was sie kontrollieren konnte. Die harschen Kommentare von Charles Weasley, die Kritik an ihrem Gewicht, verschlimmerten ihr Gefühl der Unsicherheit nur noch mehr. Sie schrieb, dass sie sich wie ein Nichts fühlte. Ganz gleich, wie sehr ich mich bemühte, ich würde seine Erwartungen nie erfüllen können. Auf keiner Ebene. Da sie keine wirkliche emotionale Unterstützung erhielt, wurde Dianas Leiden noch schlimmer. Sie berichtete, wie sie ihre Bitten um Hilfe als theatralische Ausbrüche und nicht als aufrichtige Bitten um Trost abtaten. Es ist für sie nicht relevant, schrieb sie. Obwohl sie glauben, dass ich theatralisch bin, sind sie nicht in der Lage, das Ausmaß meines Leidens zu begreifen. Durch diese Vernachlässigung wurde sie noch mehr isoliert und war gezwungen, ihre Probleme weitgehend allein zu bewältigen. Dianas Tagebuch enthält jedoch auch Beispiele für Zeiten, in denen sie trotz der Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert war, Stärke und Zähigkeit bewies. Die Tatsache, dass sie unter Liebeskummer, Depressionen und einer Essstörung litt, hinderte sie nicht daran, sich von diesen Herausforderungen nicht bestimmen zu lassen, wer sie war. In einem ihrer Einträge erklärte sie, ich werde nicht zulassen, dass sie mich brechen. Sie unterschätzen meine Stärke. In den Jahren vor ihrem frühen Tod gab es in Dianas Aufzeichnungen auch Hinweise darauf, dass sie um ihre eigene Sicherheit besorgt war. Ihre Sorge, dass jemand, der ihrem Ex-Mann nahestand, sie verletzen oder einen tragischen Unfall verursachen könnte, beunruhigte sie zutiefst. Diesen Glauben teilte sie auch anderen mit. Sie erwähnte ihre Sorge, bei einem Autounfall zu sterben. In einem Brief, den sie an ihren ehemaligen Butler Paul Burrell schrieb. Sie teilte ihre Angst, bei einem Autounfall zu sterben, auch anderen Menschen mit. Obwohl diese Tagebucheinträge sehr intim sind, vermitteln sie ein erschütterndes und zugleich ergreifendes Bild einer Frau, die trotz ihrer Berühmtheit sehr menschlich war, was ihre Leiden angeht. Sie zeigen nicht nur das Ausmaß von Dianas Leiden, sondern auch die außergewöhnliche Widerstandskraft, die sie angesichts der großen Tragödie an den Tag legte. Das Leben von Prinzessin Diana war sehr kompliziert und ihre Beziehung zur königlichen Familie war alles andere als einfach. Vor allem die Tatsache, dass ihre Söhne William und Harry wichtige Mitglieder der königlichen Familie waren, trug dazu bei, dass ihr Vermächtnis nach ihrem Tod noch stärker wurde. Dennoch wurde in den Tagen nach Dianas Tod die tiefe Kluft deutlich, die zwischen ihr und der Monarchie bestand. Auf der anderen Seite stand die Trauer der Öffentlichkeit in scharfem Kontrast zur eisigen und gedämpften Reaktion der königlichen Familie auf ihr Ableben. Zwischen Diana und der Institution, die sie repräsentierte, bestand schon immer eine Spannung. Und die Emotionslosigkeit, mit der die königliche Familie auftrat, schien diesen Antagonismus zu unterstreichen. Diese Spannungen gibt es schon seit einiger Zeit. Dianas Beziehung zur königlichen Familie war vor ihrer Scheidung von Prinz Charles lange Zeit sehr angespannt. Es war nicht ungewöhnlich, dass ihr Charme und ihre Fähigkeit, mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten, die Königin selbst in den Schatten stellte, was zu Konflikten innerhalb des königlichen Establishments führte. Diese Spaltung wurde durch Dianas Widerwillen gegen die Traditionen der königlichen Familie noch verschärft. Sie entschied sich dafür, am Tag ihrer Hochzeit das Wort Gehorchen aus ihrem Gelübde zu streichen, was einer ihrer ersten Akte der Rebellion war. Diese Entscheidung stand in direktem Widerspruch zu den jahrhundertealten königlichen Ritualen, die noch heute bestehen. Als Alternative verpflichtete sie sich, Charles zu lieben, zu trösten, zu ehren und ihm treu zu bleiben, was eine Erklärung war, dass sie ihre Aufgabe unter den entsprechenden Bedingungen annehmen würde. Diese Entscheidung stieß damals auf Widerstand, wurde aber schließlich zum Standard für königliche Hochzeiten, wie die Tatsache zeigt, dass Kate Middleton und Meghan Markle
bei ihren Hochzeiten Dianas Beispiel folgten. Der Ungehorsam, den Diana an den Tag legte, endete nicht mit ihrem Gelübde. Es gab mehrere königliche Bräuche, die sie missachtete, um ihm ein Image zu vermitteln, das zugänglicher und menschlicher war. Diana beschloss, auf die traditionelle königliche Kleidung mit Handschuhen und Hut zu verzichten, obwohl die Königin dafür bekannt war, sie zu tragen. Sie war der Meinung, dass Handschuhe ein Hindernis für die Herstellung zwischenmenschlicher Beziehungen darstellten, weshalb sie sich entschied, die Hand ohne Handschuhe zu schütteln. Sie war der Meinung, dass Hüte den Umgang mit jungen Menschen erschweren, weshalb sie auch aus ihrer Garderobe strich. Dianas Ruf als Prinzessin des Volkes wurde durch diese scheinbar unbedeutenden Handlungen gestärkt, die sie für die breite Bevölkerung sympathischer machten. Es ist möglich, dass die Entscheidung, ihre Söhne William und Harry zur Welt zu bringen, die wichtigste ihres Lebens war. In der Vergangenheit wurden königliche Kinder häufig zu Hause entbunden, umgeben von wichtigen Menschen, die ihre Legitimität bestätigten. Diana entschied sich jedoch für eine Geburt in einem Krankenhaus, was die Erwartungen der königlichen Familie veränderte und einen neuen Standard für die nachfolgenden Generationen setzte. Diese Entscheidungen verdeutlichten ihr kompromissloses Engagement für Authentizität und ihre Weigerung, sich ihr Leben von königlichen Konventionen vorschreiben zu lassen. Der Trotz, den Diana zeigte, war nicht nur ein Akt der Revolte. Wenn sie eine Rolle spielte, die von ihr verlangte, sich zu fügen, setzte sie ein Zeichen für ihren Individualismus. Dies führte zwar zu Unstimmigkeiten in der königlichen Familie, machte sie aber auch für die breite Bevölkerung sympathischer. Ihre Bereitschaft, sich über Konventionen hinwegzusetzen und sich selbst treu zu bleiben, stieß bei den Menschen in aller Welt auf Resonanz und machte die Monarchie zugänglicher. Dass Dianas Vermächtnis weiterlebt, ist ein Denkmal für die Stärke, sich selbst treu zu bleiben, trotz der Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Aber was genau war Dianas Vermächtnis? Finden wir es heraus. Das Vermächtnis und der Einfluss von Prinzessin Diana. Obwohl sie ein Mitglied der britischen Königsfamilie war, war Prinzessin Diana viel mehr als das. Sie wurde zu einem Sinnbild für Mitgefühl, Widerstandsfähigkeit und Verwandlung. Von dem Moment an, als sie ihre Verlobung mit Prinz Charles bekannt gab, bis zu ihrem unerwarteten Tod zog sie die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich. Diana, die dafür bekannt war, die meist fotografierte Frau der Welt zu sein, nutzte ihren Ruf, um sich für Themen einzusetzen, die den Menschen auf der ganzen Welt wichtig waren. Trotz der Herausforderungen, mit denen sie in ihrer turbulenten Ehe konfrontiert war, wurde sie aufgrund ihrer Anmut, ihres Charmes und ihres beharrlichen Engagements für wohltätige Zwecke zu einer der beliebtesten Personen in den Annalen der königlichen Geschichte. Dianas Leben war nicht nur voller Schwierigkeiten, sondern auch voller bemerkenswerter Errungenschaften. Sarah Bradford, eine Biografin, verriet, dass der Druck in ihrer Ehe, zu dem auch die unerbittliche Kritik von Charles gehörte, ihr häufig das Gefühl gab, keine Hoffnung mehr zu haben. Doch Dianas Beliebtheit stieg weiter an, während Charles' Rückhalt in der Öffentlichkeit zu schwinden begann. Patrick Jefferson, der ihr als Privatsekretär diente, beschrieb sie als eine gewissenhafte, gut organisierte Frau, die sich aufrichtig für ihre Kinder einsetzte. Menschen, die sie kannten, berichteten, dass sie eine Kombination aus Liebe und Verletzlichkeit ausstrahlte, was sie für Millionen von Menschen zugänglich machte. Diana brach Tabus, indem sie ihre Probleme, einschließlich ihres Essproblems, öffentlich machte, was ihr eine herausragende Stellung in der königlichen Familie einbrachte. Obwohl sie anfangs zurückhaltend war, wurde sie schließlich zu einer dominanten Persönlichkeit in der königlichen Familie. Dies trug dazu bei, die erheblichen Probleme im Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit zu beleuchten. Tina Brown, eine Journalistin, sagte, dass Diana eine einzigartige Eigenschaft besaß, die es ihr ermöglichte, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und ihre Macht zu nutzen, um wirklich etwas zu bewirken.
Diana änderte die Art und Weise, wie sich die königliche Familie an karitativen Aktivitäten beteiligte, sei es, indem sie kranken Menschen Trost spendete oder sich für die Rechte von Randgruppen einsetzte. Es ging ihr mehr um den Aufbau persönlicher Beziehungen als um die Einhaltung der üblichen königlichen Rituale. Ihre lockere und freundliche Art stach in der Welt der Monarchie, die für ihr hohes Maß an Formalität bekannt ist, hervor. Sie zog es häufig vor, Hände zu schütteln oder Umarmungen ohne Handschuhe zu geben, was den Eindruck vermittelte, dass sie für die königliche Familie zugänglicher war. Nach Ansicht des Journalisten Eugene Robinson war Diana eine Persönlichkeit, die der königlichen Familie eine frische und neue Vitalität verlieh. Robinson definierte Diana als eine Figur, die zeitlebens temperamentvoll, einfühlsam und glamourös war. Durch die Trennung von Charles konnte sie ihre eigene Stimme entdecken und einen Weg einschlagen, der ganz ihr eigener war. Die Trauer, die nach Dianas Tod im Jahr 1997 in der ganzen Welt zu spüren war mit nichts anderem zu vergleichen. Ihr Tod zwang die königliche Familie, sich der öffentlichen Kritik zu stellen und sich den veränderten Erwartungen anzupassen. Zahlreiche Personen, darunter auch ihr Sohn William, waren der Meinung, dass ihr Erbe eine wichtige Rolle dabei spielte, die Monarchie dem Volk näher zu bringen und damit die Art und Weise zu verändern, wie die Öffentlichkeit sie wahrnahm. Dianas Einfluss ist auch nach ihrem Tod noch zu spüren. Im Jahr 1997 wurde sie vom Time-Magazin zur Person des Jahres gewählt. Und im Jahr 2020 wurde sie in die Liste der 100 Frauen des Jahres aufgenommen. Die Schritte, die sie unternahm, wurden jedoch nicht allgemein akzeptiert. Einige andere fragten sich, ob ihr philanthropisches Engagement echt war oder ob es persönliche Gründe hatte. Die komplizierte Beziehung zwischen ihr und den Medien war ein weiteres Diskussionsthema, denn sie war dafür bekannt, dass sie die Medien für die Verletzung ihrer Privatsphäre anprangerte und sie gleichzeitig zu ihrem Vorteil nutzte. Trotz dieser Kritik zeigte Dianas Engagement für Themen wie die Sensibilisierung für Landminen, die Hilfe für AIDS-Kranke und die Versorgung von Lepra-Patienten ihren aufrichtigen Wunsch, einen guten Einfluss auf die Welt zu haben. Die Historikerin Ljudmila Jordanova wies darauf hin, dass die Geschichte Dianas ein Beispiel für die Schwierigkeiten ist, mit denen Frauen, die eine starke Position innehaben, insbesondere wenn sie charmant sind, konfrontiert werden. Viele sind der Meinung, dass ihr Einfluss im Laufe der Zeit nachgelassen hat, aber andere behaupten, dass ihr Vermächtnis immer noch sehr lebendig ist. Letztendlich war Diana weder fehlerlos noch frei von Schwächen, aber sie besaß ein tiefes Element der Menschlichkeit. Trotz ihres kurzen Lebens bewies sie die Kraft des Mitgefühls, der Kühnheit und der Ehrlichkeit. Das Vermächtnis, das sie hinterlassen hat, motiviert Menschen auf der ganzen Welt und erinnert an die revolutionären Beiträge, die sie für die Gesellschaft und die Monarchie geleistet hat. Frances Chant Kidd schriftliche Botschaft. Als Mutter von Prinzessin Diana hatte Frances Chant Kidd ein Leben voller emotionaler Herausforderungen, Herzschmerz und dem unerbittlichen Blick der Öffentlichkeit zu bewältigen. Frances Ruth Burke Roche wurde Anfang 1936 geboren und stammte aus einer hochadligen Familie. Ihre Mutter, Ruth Roche, gehörte nicht nur zum königlichen Kreis, sondern war auch eine Hofdame der Königinmutter. Ihr Vater war Baron Fermoy und sie wurde nach ihrer Mutter benannt. Da sie in unmittelbarer Nähe des britischen Königshauses aufwuchs, war Frances von klein auf von Opulenz und High Society umgeben. Frances und Viscount Althorp, der spätere Earl Spencer, heirateten 1954 und schienen wunderbar zueinander zu passen, um das Erbe der aristokratischen Eleganz auch in Zukunft fortzuführen. Aus ihrer Verbindung gingen 5 Kinder hervor: Sarah, Jane, John, der leider kurz nach seiner Geburt verstarb, Diana und Charles. Oberflächlich betrachtet schien es, als lebten sie ein wunderbares Leben. Doch hinter den Kulissen waren die Dinge weitaus komplizierter
als es den Anschein hatte. Frances schockierte 1967 die britische Gesellschaft, als sie ihren Mann für Peter Shand Kidd verließ, einen wohlhabenden Geschäftsmann, dessen Familie ein Vermögen in der Tapetenindustrie gemacht hatte. Die Entscheidung von Frances, ihren Mann zu verlassen, war schockierend. Die umstrittene Entscheidung führte zu einer umstrittenen und öffentlichkeitswirksamen Scheidung und einem Streit um das Sorgerecht. Es kam zu einer tragischen Wendung, als Lady Fermoy, Frances' Mutter, vor Gericht gegen ihre eigene Tochter aussagte und Viscount Althorp während des gesamten Verfahrens konsequent unterstützte. Daraufhin entschied das Gericht, dass der Vater das Sorgerecht für die Kinder erhalten sollte. Frances war zutiefst erschüttert. Abgesehen davon, dass sie ihre Familie verloren hatte, führte ihre Entscheidung auch dazu, dass sie von einer beträchtlichen Anzahl von Menschen in ihrem sozialen Umfeld abgelehnt wurde. Auch die Beziehung zu ihren Kindern, insbesondere zu Diana, wurde dadurch beeinträchtigt. Frances heiratete schließlich Peter Shand Kidd, doch die Ehe des Paares endete schließlich mit einer Scheidung. Peter verließ sie und kehrte zu seiner früheren Frau zurück, was ein weiteres traumatisches Ereignis für ihre Karriere und ihr Privatleben darstellte. Frances' Privatleben schien von einem Verlust nach dem anderen durchzogen zu sein, und die emotionalen Narben, die sie davongetragen hatte, waren ziemlich schwerwiegend. Ihre Beziehung zu Diana wurde wahrscheinlich durch diese Schwierigkeiten beeinträchtigt. Ihre Beziehung war häufig schwierig und von Missverständnissen geprägt, obwohl sie eine liebevolle Beziehung zueinander hatten. Als Dianas Heirat mit Prinz Charles bekannt gegeben wurde, war Frances überglücklich, denn sie sah darin einen bedeutenden Erfolg für die Familie. Als Diana jedoch Anzeichen zeigte, dass sie mit den Anforderungen des königlichen Lebens nicht mehr zurechtkam, wurde ihre Beziehung zunehmend angespannt. Berichten zufolge war eine der größten Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen Dianas romantische Beziehung zu Hasnat Khan, einem Herzspezialisten britischer und pakistanischer Herkunft. Die Tatsache, dass Frances es für inakzeptabel hielt, dass Diana sich mit jemandem einer anderen Ethnie traf, war eine Haltung, die Diana viel Schmerz und Wut bereitete. Diana und ihre Mutter hatten den Kontakt abgebrochen, als Diana 1997 bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam. Unmittelbar nach dem Tod ihrer Tochter wandte sich Frances mit einer rührenden handschriftlichen Erklärung an die Öffentlichkeit, in der sie sich für die Liebe und die Gebete aller bedankte. Ich bete für sie sowie für die beiden Männer, die mit ihr gestorben sind, und für ihre Familien, schrieb sie. Mein Herz ist voller Stolz für William und Harry sowie für Dianas Schwestern, Sarah und Jane, und Charles, Dianas Bruder. Ich danke Gott, dass er mir Diana geschenkt hat, und für all die Liebe und Großzügigkeit, die sie mir entgegengebracht hat. Meine Liebe, mein Stolz und meine Bewunderung für ihn sind allgegenwärtig, wenn ich sie ihm zurückgebe, um Ruhe und Erholung zu finden. Die Tatsache, dass Frances dem Andenken Dianas Tribut zollte, wurde jedoch nicht von allen akzeptiert. In den Monaten nach der Tragödie erhob Paul Burrell, der zuvor Dianas Butler gewesen war, den Vorwurf, Frances habe eine große Anzahl von Dianas persönlichen Briefen und Gegenständen vernichtet. Er behauptete, dass sie und andere Familienmitglieder versuchten, Aspekte von Dianas Privatleben zu verbergen. Vielleicht um den Ruf der Familie zu wahren oder um Informationen zu verheimlichen, von denen sie nicht wollten, dass sie in der Öffentlichkeit bekannt werden. Dies löste bei Frances und Dianas engen Freunden große Besorgnis aus. Burrell bewahrte heimlich einige von Dianas Habseligkeiten in seinem Haus auf, weil er glaubte, es sei seine Aufgabe, ihr Erbe zu bewahren. Im Anschluss an dieses Verhalten wurde er in einem Gerichtsverfahren des Diebstahls von Dianas Habseligkeiten beschuldigt. Burrell enthüllte, dass er die Königin über seine Taten informiert hatte, woraufhin der Prozess eingestellt wurde. Die Taten von Frances Shand Kidd sind nach wie vor umstritten, insbesondere nach Dianas Tod. Obwohl ihre heikle Beziehung zu Diana fortbestand,
schien es, dass ihr öffentlicher Kummer nicht zu den geheimen Anschuldigungen passte, die gegen sie erhoben wurden. Die königliche Familie hat stets ein empfindliches Gleichgewicht zwischen ihrem öffentlichen Auftreten und ihrem Privatleben gewahrt. Wenn die Öffentlichkeit alles erfährt, was in den königlichen Archiven und Schlafzimmern verborgen ist, da würden Sie die Monarchie anders sehen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Und wenn dich diese Geschichte schockiert hat, dann gefällt sie dir. Abonniere sie und drücke die Glocke. Denn wenn es um Lizenzgebühren geht, die Wahrheit findet immer einen Weg an die Oberfläche.